Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies ist mein Kanal. Die Nass-in-Nass-Technik ist eine Aquarelltechnik, bei der man auf nassem Papier mit relativ nassen Pinselstrichen arbeitet. Immer wenn es um die Darstellung von weichen Strukturen, wie zum Beispiel Fell geht, verwende ich diese Technik gerne. Heute im Film wird das Papier sogar von beiden Seiten nass gemacht, bevor ich mit dem Malen beginne. Bei dieser Technik geht es umso mehr darum, die Kontrolle ein wenig abzugeben, denn wenn das Papier nass ist, dann bewegen sich die Farben natürlich von ganz alleine. Wie ich das mit einem gewissen Maß an Kontrolle hinbekomme, zeige ich dir im folgenden Video. Hier seht ihr schon die Skizze für mein heutiges Bild. Und dies ist mein Referenzfoto. Ich glaube, die Hunderasse heißt Australian Shepherd. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr denkt, dass es vielleicht eine andere Hunderasse sein könnte. Es ist jedenfalls ein wunderbar treuer Blick und wir haben eine schöne, weiche Fellstruktur. Skizze und Foto bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Ich feuchte jetzt das Blatt von beiden Seiten an. Ich beginne mit der Rückseite. Wir haben das bei dem Pusteblumenfilm vor nicht allzu langer Zeit auch so gemacht. Immer dann, wenn ich sehr weiche Strukturen arbeiten möchte, arbeite ich erstens auf hochwertigem Büttenpapier, die Baumwollfaser länger feucht und erlaubt das Arbeiten von weichen Verläufen durch diese Feuchtigkeit einfach etwas länger. Jetzt kommt die Vorderseite dran. Durch die gleichmäßige Nässe wird das Papier wunderbar hier auf meiner Unterlage fixiert und es bleibt auch lange Zeit sehr glatt und wellt sich nicht. Ich beginne jetzt mit den Fellstrukturen, die besonders weich und puschelig sind. Das wäre hier unten der Bereich und auch die Ohren. Das Gesicht spare ich mir für etwas später auf, weil ich da hier bei der Nase doch einige nicht ganz so weich verlaufende Bereiche habe. Mit Sienna gebrannt und lichter Ocker beginne ich im linken Ohr. Der Pinsel ist relativ trocken, kann man hier gut sehen, denn das Papier ist so nass. Wenn ich jetzt auch noch mit sehr nassem Pinsel arbeiten würde, würde die Farbe in alle Richtungen explodieren und das ist auch nicht der Effekt, den ich haben möchte. Ich mische jetzt die verschiedenen Fellfarben. Für die dunklen Stellen im Fell mische ich mir Sienna gebrannt, Ultramarinblau und etwas Alizarin Karmesin. Ein wenig Lasurorange für die orangefarbene Färbung im Fell. Bisschen ansprühen, denn hier mit unserem Scheinwerferlicht trocknet es relativ schnell und ich möchte aber weiterhin das Papier feucht halten, um dieses weiche, fransige Fell wirklich gut malen zu können. Die gesamte linke Seite ist etwas dunkler als die rechte Seite. Das bereite ich jetzt hier schon vor. Etwas Lavendelblau für die langen Haare auf der Brust und eine Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau für die Zwischenräume zwischen den einzelnen Haarbüscheln. Auch Zylinblau eignet sich gut dafür, hier auf der schattigen Seite das Haar anzudeuten. Hier unten möchte ich vignettenartig das Porträt auslaufen lassen und habe jetzt mit klarem Wasser hier die Ränder angeweicht. Unter dem
Gesicht haben wir noch den Schlagschatten vom Kopf. Hier setze ich also das Fell gleich noch ein wenig dunkler ein. Mit dem Flachpinsel, mit dem synthetischen Flachpinsel hole ich helle Haarlinien aus dem Farbauftrag heraus. Dabei möchte ich natürlich nicht jedes einzelne Haar zeichnen, sondern ich denke, durch die gelegentliche Andeutung der Haarstruktur reicht es dem Betrachter, hier wirklich feine Härchen zu erkennen oder Fell zu erkennen. Das Papier ist jetzt noch gut nass und ich versuche jetzt den Hintergrund anzudeuten, wieder mit trockenem Pinsel und jetzt in der Negativmalerei hier das weiche, fransige Ohr auszusparen. Das Papier ist schon ein bisschen zu trocken, das ist die trockene Studioluft hier durch die Scheinwerfer. Ich bekomme also hier überwiegend harte Kanten, aber so ist das im Aquarell, man kann es sich manchmal nicht aussuchen und man arbeitet dann mit den Gegebenheiten, die eben gerade vorherrschen. Auf der rechten Seite habe ich ein bisschen mehr Blau mit in die Hintergrundfarbe genommen und jetzt möchte ich das Warm wieder aufgreifen, den warmen Farbton, und arbeite mehr mit Sienna gebrannt in der Mischung. Im unteren Bereich spritze ich noch ein wenig von der Hintergrundfarbe auf. Dies gibt nochmal eine andere Form des Hintergrunds und verbindet die Form des Hundekörpers hier mit dem restlichen Blatt. Ich warte jetzt einen Augenblick auf den richtigen Moment, noch feine Haare hier in der Außenkontur rauszukratzen. Dies geht am besten, wenn die Farbe schon leicht angetrocknet ist. Hier ist sie schon trocken, hier kann ich schon ein paar Haare reinkratzen. Hier ist sie schon zu trocken, da tut sich nichts mehr. Und hier an dieser Stelle würde noch die feuchte Farbe in die Kratzer hineinlaufen. Und was ich möchte, sind aber weiße, helle Haare hier und hier. Und deshalb muss ich den richtigen Moment erwischen. Nun werde ich das Blatt einmal komplett föhnen und dann auch aufspannen mit Tesacrepe und dann die Feinheiten und Details im Gesicht des Hundes in einem zweiten Farbauftrag malen. Ich habe jetzt das Blatt einmal komplett trocken geföhnt und mit Tesacrepe aufgezogen. Wichtig ist jetzt für die Ausarbeitung der Details, dass der Farbauftrag hier wirklich trocken ist. Man muss eine Weile föhnen, denn unser Blatt war doppelseitig nass gemacht und wirklich die Baumwolle braucht lange, um jetzt zu trocknen. Ich fange jetzt an beim linken Ohr und arbeite noch einmal mit dunkleren Farben darüber. Damit ich jetzt immer noch weiche Verläufe bekomme, feuchte ich die Fläche, an der ich jetzt arbeiten möchte, vorsichtig mit klarem Wasser an. Nun hole ich feinste Härchen hier aus diesem hellen Bereich wieder mit dem Auswaschpinsel heraus. Dafür stelle ich ihn ganz steil auf und versuche haarfeine Fellstrukturen auszuwaschen. Das ist sehr subtil, aber in der Gesamtwirkung dann doch entsteht die Anmutung von Fell. Auch hier muss ich den richtigen Zeitpunkt der Feuchtigkeit der Farbe erwischen. Wenn es zu trocken ist, sicherlich, dann kann ich auch noch auswaschen, dann wird es aber nicht so weich und duftig. Wenn es zu nass ist, dann läuft die Farbe immer gleich wieder in die Formen hinein. Dann muss ich es wiederholen. Die gesamte linke Gesichtshälfte möchte ich jetzt noch ein wenig dunkler machen. Auch hier feuchte ich noch mit Wasser an vorher. Lasur Orange und Alizarin Karmesin
mit ein wenig Dreck von der Mischung der vorherigen Farbmischungen geben hier eine schöne Fellfärbung. Und mit lichter Ocker und einem weichen Verlauf hier in die Schnauze hinein variiere ich die Farbe. Weiter geht es mit einer Violettmischung aus Alizarin Karmesin und Ultramarin Blau und auch wieder hier vom Palettendreck großzügig dazu gemischt. Es sollen immer gebrochene Farbtöne entstehen für diesen Bereich unter dem Kinn. Hier nutze ich den Effekt des trockenen Pinsels. Der ist natürlich auch sehr gut geeignet, um buschiges Fell anzudeuten. Jetzt muss ich zusehen, dass ich diese Fläche hier auch variiere, also nicht zu lange in der gleichen Farbmischung malen. Hier kommt jetzt wieder etwas mehr Orange dazu. Hier schafft die Wange noch einmal eine leichte Schattierung, die ich hier oben mit Wasser anlöse, sodass diese Seite des Gesichtes wirklich hell bleibt. Was ich jetzt nur im Referenzfoto hier entdecke und sehe, ist der Augapfel, der diese dunkle Schattierung hier nochmal braucht. Und auch ein bisschen Farbspiel ist um die Augen herum noch. Also nehme ich hier nochmal das Lasurorange dazu und verblende stellenweise mit Wasser, damit nicht zu harte Ränder hier entstehen. Aus diesem Fleck hier unten unter dem Kinn, die Farbe ist hier schon relativ trocken. Ich versuche jetzt einige Haarstrukturen herauszuholen, um quasi stenografisch anzudeuten, worum es sich handelt. Und dem Rest der Interpretation überlassen wir dem Betrachter. Bisschen dunkler ist es noch direkt unter dem Kinn. Jetzt möchte ich den gesamten Schnauzenbereich, ich zeige euch nochmal das Referenzfoto. Der gesamte Schnauzenbereich ist hier im unteren Bereich dunkler als hier oben drauf. Eigentlich beginnt es schon ab hier dunkler zu werden, denn hier fällt die Schnauze nach unten ab und hier oben trifft das Licht auf den Hundekopf. Hier gibt es eine Lichtreflexion vom hellen Fell zurück, also hier hält es sich wieder etwas auf. Und das werde ich jetzt zunächst mal hier alles dunkler malen. Ich verwende dafür eine Mischung aus Xylinblau und Permanentalizarin. Das gibt ein sehr leichtes Blau-Grau, was jetzt hier meiner Meinung nach ganz gut geeignet ist. Mit Wasser verblenden. Die Nase können wir erstmal jetzt komplett übermalen und hier unten etwas mehr variieren in den wärmeren Bereich. So, das ist jetzt erstmal eine gute Vorbereitung, um die Situation, die wir vorfinden, Licht hier, Schatten hier, adäquat darzustellen. Mit Lavendelblau kann ich jetzt diesen Bereich noch mal ein bisschen intensivieren. Lavendelblau ist im Grunde genommen jetzt die gleiche Mischung, die ich mit Xylinblau und Permanentalizarin erzeugt habe, aber das Lavendelblau von Mielo ist etwas deckender und ich setze es für ganz leichten Schatten nicht so gerne ein. Diesen Bereich föhne ich jetzt noch einmal trocken. An dieser Stelle wirft die vorgewölbte Schnauze einen leichten Schatten hier auf diesen Bereich. Und nun wird es Zeit, die Nase aufzusetzen. Ich mische mir Permanentalizarin mit etwas Ultramarinblau, einem Hauch vom orangefarbenen Fellfarbton und beginne mit der hellen Oberseite der Nase. Es gibt eine kleine Lichtreflexion hier. Hundenasen sind ja sehr feucht und daher haben wir in den meisten Fällen dann doch einen weißen Glanzpunkt. Im unteren Bereich ist die Nase natürlich dunkler.
und geht dann hier direkt in die Schnauze über. Die Form der Lefzen ist hier relativ kompliziert. Das möchte ich gern etwas vereinfachen. Im Grunde arbeite ich jetzt hier mit den Farben Sienna gebrannt, Ultramarinblau und Alizarin und setze jetzt auch einen violetten Schatten noch einmal unter die Nase, einen kräftigen violetten Schatten. Hier ist es sehr dunkel, zumindest auf meinem Foto. Ein bisschen Orange mit dazu, damit es sich ein bisschen anwärmt. Verblenden mit Wasser. So, jetzt male ich die Nasenlöcher. Ich nehme jetzt in meine dunkle Farbmischung noch etwas Neutraltinte dazu und aber auch Sienna gebrannt, damit es auf keinen Fall zu schwarz wird, sondern eher ein ganz dunkles Braun entsteht. Die Nasenlöcher erscheinen hier quasi wie Kommata und sind umgeben, so wie bei den menschlichen Nasenlöchern auch, von einer kleinen Helligkeit, die ich gleich noch auswaschen werde. Eine kleine helle Form, eine orangene Form gibt es noch hier oberhalb der Nase. Die sorgt jetzt auch dafür, dass die Nase nicht so ganz schablonartig aufgesetzt wird, sondern hier eine kleine Verbindung zur Schnauze bekommt. Ein bisschen dunkler möchte ich auch noch arbeiten unter dem Maul. Hundemaul? Als nächstes werden die Augen ausgearbeitet. Die Augen sind natürlich wie beim Menschenporträt auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir in ein Gesicht schauen, schauen wir zumeist zuerst in die Augen. Deshalb würde ich auch hier immer den Fokus in der Porträtmalerei auf die Augen legen. Ich beginne mit einem sehr hellen Blauton für den Glaskörper der Augen und übermale dabei die Pupillen vollständig. Den Blau-Türkiston versuche ich schon in dieser kleinen Augenform zu variieren. Und im unteren Bereich sehen wir auf unserem Referenzfoto, sind die Augen am hellsten. Dort sammelt sich das Licht, also kommt hier ein Tropfen Wasser dazu. Wir sehen schon, wie schön dieses kühle Blau jetzt in diesen vielen warmen Orangetönen strahlt. Und unten wieder Wasser dazu. Um jetzt zügig arbeiten zu können, ist der Föhn häufig im Einsatz. Ich föhne jetzt diese Fläche einmal an und kann dann direkt in den Augen weiterarbeiten. Mit Ultramarinblau und Sienna gebrannt, einem Hauch Alizarin, male ich die dunklen Augenlider, die einmal in verschiedenen Dicken rund um die Augen herumgehen. Und bei der Gelegenheit kann ich die Farbe gleich runterziehen in die Pupille hinein. Ich setze hier noch ein wenig mehr Schatten und auch hier an den seitlichen Rändern der Augenhöhle sehe ich jeweils noch mehr dunklere Farbigkeit. Den Kopf hält er ja ein wenig schräg und deshalb sind die Augen auch in dieser schrägen Position. Die Lichtreflexe auf den Pupillen setze ich mit Titanweiß mit einem Pinselklecks direkt aus der Tube. Und auch auf der Nase möchte ich die feuchte Stelle noch ein wenig mehr betonen. Eine kleine Helligkeit hole ich hier noch heraus, um die Rundung der Schnauze hier anzudeuten oder besser anzudeuten. Und auch um die Nasenlöcher hier gibt es noch eine kleine Lichtreflexion.
Für den letzten Kontrollcheck drehe ich mir häufig das Foto in der Porträtmalerei um und lege natürlich auch mein Motiv auf den Kopf und sehe jetzt, dass hier noch eine entscheidende dunkle Form fehlt. So, ich hoffe, mein kleines Porträt hat dir gefallen und du hast Lust, es jetzt vielleicht auch selbst einmal auszuprobieren. Fotos und Skizze bekommst du als Unterstützer unseres Kanals per Mail zugesendet. Wenn du noch nicht Unterstützer bist, aber diesen Service gern nutzen möchtest, schau mal unter dem Video. Dort gibt es einen Link zu Steady, deine Unterstützung heißt er. Und dort informieren wir über alle Pakete, die es gibt und über die Möglichkeiten der Unterstützung. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback zu unserer Arbeit, einen Kommentar oder einen Like unter dem Film. Nächste Woche geht es hier weiter mit einem Motiv aus Schweden und es geht dann im Film darum, wann wohl die beste Tageszeit zum Malen draußen ist. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei und sage Tschüss, bis dahin.